Heute ist ein besonderer Tag für mich, denn ich bin der Jan, Hallöchen von www.derautotester, dem Autotester eures Vertrauens, darf euch das Lieblingsauto meiner Freundin vorstellen, wie es hier jetzt in vierter und neuer Generation steht. Wir sind hier in Ingolstadt, viele kennen den Ort von ihrer Neuwagenabholung, auch das ist sehr aufregend, hier ist nichts los. Auto wurde desinfiziert, wir wurden desinfiziert, wir sind nur zu zweit. Dieses Video passiert unter perfekt hygienischen Bedingungen, genauso wie man sich das vorstellt, hoffe ich. Ja, hier steht da jetzt der neue Audi A3. Was ist eigentlich neu? Außen hat sich gar nicht so viel getan, das ist eher Evolution als Revolution, aber unter der Haube und im Innenraum. Da gibt es ganz schön viel zu erklären. Was werden wir heute zusammen machen? Natürlich werde ich erstmal erzählen, was gibt es für Wettbewerber, wo kommt das Auto her, wo will es hin. Wir werden drum gehen. Ich werde euch die S-Line vorstellen, die Unterschiede zum Vorgänger natürlich erzählen. Wir werden uns reinsetzen, uns mit der Rückbank, mit dem Kofferraum, mit dem Infotainment beschäftigen. Ich werde mit euch fahren, das gehört natürlich dazu. Ja, wir werden ehrlicherweise inklusive Preis und einem Fazit mit ganz viel dem Autotester und eurem Autotester des Vertrauens Fazit machen, was mich und euch auch interessiert. Ach übrigens, bevor es losgeht, ihr findet uns von www.derautotester.de auf YouTube, da habt ihr uns gefunden, auf www.derautotester.de in unserem Online-Magazin, auf Instagram und Facebook. Wir sind ein ganzes Team, schaut da vorbei. Und jetzt geht es auch wirklich los mit der Historie von unserem A3 und dafür gehen wir erst einmal drumherum. Ja, dieses Auto gibt es seit 1996. Ja, inzwischen steht es hier in der vierten Generation, seit 2020 gibt es die jetzt. Und ja, dass das natürlich ein Erfolgsmodell der Ingolstädter ist, ist klar, wenn man dann sieht, dass es dann halt 2013 nicht nur das 3 Millionenste Modell vom A3 gab, wie es vom Band lief, sondern eben auch eine Limousine, wird einem schon so ein bisschen klar, wo die Reise so hingeht, ne? Ja, und schaut man sich dann an, was im ganzen VW-Konzern passiert, das muss man ja immer machen, wenn man jetzt auch die Premium-Marke wie Audi betrachtet, dann war es interessant, denn zuerst kam der Golf 8, den haben wir euch vorgestellt im Studio in Porto beim Fahren. Danach kam, glaube ich, Skoda mit dem Octavia, dann gab es Seat mit dem Leon und die Premium-Marke, die Ingolstädter, die ziehen jetzt mit dem A3 nach. Warum erzähle ich euch das mit den Modellen? Ja, die stehen alle auf dem MQB, dem modularen Querbaukasten Evo, also eine Evolutionsstufe. Alle sind Kompaktmodelle, alle haben die gleiche Plattform und jetzt schauen wir heute halt einfach uns mal das Premium-Modell da an, schauen, ob sich der hohe Aufpreis lohnt oder nicht, was dieses Modell kann. Und dann geht es natürlich an der Stelle immer so ein bisschen drum, ja Jan, was sind denn die Wettbewerber? Intern im VW-Konzern ist es, glaube ich, relativ klar. Und extern ist, glaube ich, für mich der Hauptwettbewerber der 1er BMW, auch Premium, auch kompakt. Aber wir haben natürlich nicht nur den Golf, klar, wir Deutschen lieben unseren Golf, sondern wir haben halt auch noch einen Mazda 3, der übrigens, glaube ich, jetzt gerade den Red Dot Design Award gewonnen hat. Auf jeden Fall Design Award, den Toyota Corolla, den Opel Astra, Opel auch, kennt ihr alle, ne? Ja, und dann ist es hier interessant, Ford Focus hat auch sehr viele Fans. Wenn man jetzt hier über dieses Auto spricht, will man sich ja erstmal damit beschäftigen. Das ist die Frage, die euch immer am meisten interessiert. Ja, Optikdesign, was ist neu? Erstmal, der ist 4,34 Meter jetzt lang und 1,82 Meter breit. Heißt, der ist in die Länge 3 cm gewachsen und in die Breite 3 cm gewachsen. Höhe ist gleich, Radstand ist auch gleich geblieben wie beim Vorgänger. Und wenn er jetzt so hier steht,
dann erinnert er halt echt schon stark an die höheren Audi-Modelle, erinnert er auch stark an den A1. Er hat halt eben ein Familiengesicht verpasst bekommen. Da freut man sich bei Audi immer drum, weil man weiß, man hat halt eine schöne Familie. Hat man jetzt irgendwie, ja, die Adams Family, will man das nicht. Und jetzt schauen wir dem Audi erstmal ins Gesicht und überlegen, was hat sich da getan. Und die Ingolstädter, naja, wenn man ins Gesicht schaut, ne, dann sind zwei Dinge sehr markant. Zum einen der Single Frame, den seht ihr jetzt hier. Und der ist breiter und flacher geworden. Das ist wirklich interessant. Was haben wir für Ausstattungsvarianten hier drauf? Advanced, also Basis, Advanced und die S-Line. Hier ist jetzt die S-Line drauf. Tango Rot haben wir hier als Farbe, kostet 800 Euro, finde ich eine mega geile Farbe, ehrlicherweise. Ja, also Single Frame haben wir abgenudelt hier mit schwarzen Lamellen. Ist interessant, Glanzpaket ist jetzt hier drauf. Es gibt aber auch noch so ein Schwarzpaket. Da kommt die Umrandung vom Single Frame in schwarz. Wir können die Ringe in schwarz bestellen, hat der jetzt nicht. S-Line heißt hier unten, der Stoßfänger ist angefasst, genauso ja, wie beim neuen Modell, auch der Stoßfänger wesentlich sportlicher. Das Auto sieht auch dynamischer aus. Und dann schaut es euch an, der Single Frame berührt nicht mehr direkt die Motorhaube. Warum haben wir das? Wir haben hier diese 3 Schlitze drin, das hat auch der A1, selbst der R8 hat das. Das ist eine Reminiszenz, sagt man glaube ich, an den Ur-Quattro, macht es halt sehr sportlich. Und dann von vorne der Audi-Look, die Leuchten. Serienmäßig kommt der A3 ja, mit LED-Leuchten. Hier sind jetzt die Matrix-Leuchten drauf, die ziehen sich stärker in die Seite hier rein. Das sind Monsterleuchten. Ich glaube, die Leuchte hier allein kostet 1800, 1900 Euro. Hat eine unglaublich geile LED-Tagfahrsignatur. Und wenn man darüber spricht, über diese Leuchte, dann hat Audi jetzt was Neues entwickelt. Und zwar können wir von der S-Line bis zum S-Modell, bis zum R-Modell hier eine andere Leuchtgrafik sehen, was cool ist, weil wir halt auf der Autobahn dann auch im Dunkeln erkennen, um was handelt es sich jetzt hier. Lasst mir gerne eure Meinung da, wie ihr das Auto von vorne findet. Ich finde, das Black-Paket passt besser dazu, es macht es halt sportlicher als das Glanzpaket, während es das Glanzpaket eher so ein bisschen klassischer macht, aber wir haben ja hier die S-Line. Woran erkennt man die S-Line noch? Hier ist sie, im Logo. Ja, und was macht dann so ein Premium-Produkt noch aus? Genau, die Felgen. Hier haben wir jetzt 18 Zoll Felgen drauf in so einem Anthrazitton, V-förmige Speichen, glänzt ein bisschen. Mega geile Felge, kostet aber, wenn ich es richtig gesehen habe, ich habe sie im Konfigurator nicht gefunden, vielleicht bin ich blind oder blöd, 1000 bis 2000 Euro, ich weiß es nicht genau. Ja, und wenn man dann jetzt die Seite anschaut, dann sieht man schon so ein bisschen, ja, da hat sich aber auch schon ein bisschen was verändert im Look. Erstmal S-Modell heißt, dass wir hier einen Schweller haben, der stärker ausgeformt ist in so einem Grauton. S-Line heißt auch, wir haben hier hinten einen Dachkantenspoiler. Glanzpaket heißt, wir haben eine chromfarbene Umrandung, um hier die Fenster hinten keine abgedunkelte Scheiben, finde ich, passt immer ganz gut dazu. Und dann geht es um das Fahrwerk. Wir haben hier drin ein Sportfahrwerk, das ist ja einfach ein Stahlfahrwerk, was eben 15 mm tiefer liegt. Aber es gibt auch optional ein adaptives Fahrwerk, wie es hier drin ist. Da können wir dann halt eben die Federhärte verstellen, was dann 10 mm tiefer liegt. Sehr interessant. Und was hat sich noch verändert? Ja, hier hinten die C-Säule steht ein bisschen steiler, ja, und die Heckscheibe steht auch ein bisschen steiler. Ja, was Nettes. Progressivlenkung haben wir hier auch drin. Aber euch interessiert bei dem Modell ja auch immer, ist genug Platz auf der Rückbank? Kann ich meine ganze Sippschaft, meine ganze Familie damit transportieren? Mein Job ist es, euch zu zeigen. Also quetsche ich mich mal da hinten rein. Und dann sehe ich erstmal, da ist alles kantig, eckig, mega gut verarbeitet. Stoff in der Sitzfläche, Leder außen, schöne Ziernaht. 2 USB-C-Stecker hier hinten, Bang & Olufsen Soundanlage, Sportsitze da vorne mit integrierter Kopfstütze, schwarzer Himmel, hier oben die Leuchten. Und dann haben wir hier eine Armauflage drin mit einem Cup-Holder. Und dann merkt man schon, ich habe Platz für den Kopf, für die Beine. Es muss gar nicht ein SUV immer sein, kompaktes. Es kann auch einfach ein Kompakt-S-Modell sein, da haben die Kids hinten auch Platz. Das ist ganz nett, aber man sitzt halt ein bisschen tiefer und fällt im Einstieg mehr hinten rein, aber das ist vielleicht auch relativ egal, ne? Ja, und jetzt spricht man so ein bisschen übers Heck.
Während wir natürlich mit dem großen Lichtpaket vorne LED-Leuchten haben, haben wir die jetzt auch hier hinten schöne Signatur 3 geteilt. Sehr breite, schmale Leuchten, sportlicher Look hier haben wir. Echt schöne Leuchten. Die Ringe sind jetzt hier in Chrom, genauso wie das A3-Logo. Das kann man dann halt auch in Schwarz bekommen, genauso wie die Scheibe hinten dunkel. Dachkantenspoiler sehr sportlich. Und was hat man getan? So ein bisschen analog zum Golf haben wir hier, ja, Hater würden jetzt sagen Fake-Auspuffblenden. Design-Fetischisten würden sagen ein schönes Heck mit so einer Chromspange hier, mit so einem Wabenmuster. Das ist schon sehr, sehr schön. Kamera nach hinten ist auch wichtig, dass man was sieht. Ja, und jetzt spricht man natürlich um den Kofferraum, oder? Und das ist eine elektrische Heckklappe. Und wenn ich auch über die Qualität da innen spreche, was Verarbeitung angeht, dann sieht man natürlich auch, hier haben wir einen doppelten Ladeboden übrigens auch, können wir dann hier schön wegmachen, dieses Netz. Dann kann ich euch den auch mal zeigen. Hier ist er, normalerweise findet da ein Reserverad Platz. Ja, dann spricht man halt hier von 380 bis 1200 Liter Kofferraumvolumen, was wirklich gut ist, elektrische Heckklappe. Wie gesagt, es muss nicht immer ein SUV sein. Finde ich sehr gut, sehr praktisch, großer Kofferraum hier drin. Aber dann spricht man halt bei diesem Modell auch ein bisschen um die Antriebe, die da drin sind, ne? Und dafür mache ich jetzt die Haube auf. Und da kann ich euch jetzt was erzählen zu. Interessant ist übrigens noch, um jetzt die Zeit hier so ein bisschen zu füllen, die Farbe kostet zwar 800 €, aber es gibt auch ein Weiß. Das ist nicht aufpreispflichtig, sollte man mal ein bisschen drüber nachdenken, wenn man ein Schwabe ist und ein Sparfuchs. Das kommt in Ingolstadt natürlich nicht sehr nah. Ja, und was haben wir für Antriebe? Wir haben erstmal einen 35T FSI, also einen Benziner mit 150 PS. Wir haben einen 35 TDI, 2 Liter, während der Benziner ein 1,5 Liter ist, hat der Diesel auch 150 PS, so wie er hier steht. Es gibt aber auch noch einen 30 TDI mit 116 PS, eine kleinere Variante. 4-Zylinder Motor hier, wie gesagt 2 Liter Hubraum. Das Auto wiegt 1485 Kilogramm. Ja, und der Motor, ja, der hat halt 360 Newtonmeter maximales Drehmoment, was eben ganz klar für einen Diesel spricht. Und damit beschleunigt dieses Gespann ja über ein 7-Gang DSG. Serienmäßig ist immer eine 6-Gang Handschaltung mit Frontantrieb in 8,4 Sekunden auf Tempo 100. Bei 224 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit erreicht. 3,7 bis 3,9 Liter Normverbrauch ist halt ein klares Dieselargument. Was haben wir hier drin? Diesel, Partikelfilter, SCR-Card, Abgasnorm ist Euro 6D Temp, ist ja bei vielen wichtig für den Diesel. Ja, das ist einfach ein richtig tolles Paket. Ich finde, der Motor ist eine schöne Kombination aus durchzugskräftig und angemessenem Verbrauch, was ich gut finde. Aber euch interessiert natürlich, ja okay, Motoren, alles klar. Was kommt denn noch, Jan? Erstmal soll, glaube ich, dieses Jahr noch ein 1 Liter 3-Zylinder TFSI Benziner kommen, dann mit 110 PS. Das wird der Einstiegsmotor dann sein, den gibt es noch nicht. Und dann gibt es natürlich da draußen die Abteilung Sportfahrer, so wie mich oder meine Freundin. Die hatte einen S3 und der S3, der wird wieder mit 310 PS kommen. Hoffe ich einfach mal. Ja, die RS3-Variante, die wird mit 400 PS, mit 2,5 Liter 5-Zylinder kommen, den wir alle so lieben. Aber dann ist natürlich noch eine Sache, wenn man sich jetzt den Golf anschaut und überlegt, ja, was haben eigentlich die Wolfsburger für Motoren im Angebot, dann merkt man halt, ey, die haben Mild-Hybride, Plug-in-Hybride, die haben echt viel. Und hier ist jetzt kein Plug-in-Hybrid bzw. keine Mild-Hybridisierung mit 48 Volt Bordnetz drauf. Das hat Audi ja sehr berühmt gemacht. Was ist das? Ein Riemenstarter-Generator, der einen kleinen Lithium-Ionen-Akku lädt, der dann wieder beim Anfahren unterstützt. Ein kostengünstiges System. Und ja, das wird dann wohl auch vermutlich dieses Jahr kommen in Verbindung mit dem Motor. Der wird dann 9 Kilowatt leisten bzw. 50 Newtonmeter. Ja, und soll so, ich glaube, 0,4 Liter auf 100 Kilometer sparen, wird aber vermutlich in Verbindung mit dem Benziner dann kommen. Ja, soweit, so gut. Aber dann ist natürlich noch eine Sache, schaut man sich den Golf an, da waren ja auch Plug-in-Hybride im Gespräch. Nicht nur die GTE-Variante mit 245 PS, sondern auch eine geringere Variante mit 204 PS. Die sollen beide kommen, dann wohl mit 6-Gang Handschaltung und einer rein elektrischen Reichweite von 60 Kilometer. Und dann beim Rest, bei den Motoren, lassen wir uns einfach mal überraschen. Quattro-Varianten werden vermutlich auch noch folgen, schätze ich jetzt einfach mal. Aber hier haben wir jetzt diese Motorisierung, die ich persönlich sehr, sehr toll finde übrigens.
oh Gott, halt das hier in Ingolstadt, jetzt kommen sie wahrscheinlich bald raus, die Audi-Bosse, aber nee, sind halt alle hier im Homeoffice. Was wir jetzt mal machen, ist reinspringen und wir schauen uns die Interior an erstmal, bevor wir losfahren, denn da kann ich eine ganze Menge Kante zeigen. Komm mit. Sprechen wir über den Innenraum. Und erstmal muss ich euch sagen, wenn man jetzt wissen will, was macht Audi aus, dann schaut man sich hier die Materialien an. Dann sieht man, ist zwar Plastik hier, aber ist toll verarbeitet in der Tür, hier außen. Und dann geht es natürlich darum, was ist neu an dem Innenraum. Man setzt sich hier rein und sagt so, Alter, der ist kantig, edgy, eckig. Hat man den neuen A1 angeguckt, dann hat man auch gesagt, ja, blaue Zierelemente da auf einmal drin, alles neu, alles modern, schon sehr, sehr hübsch. Ne? Was haben wir hier drin? Hier sieht aus wie so ein offenporiges Carbon-Zierelement, Chrom-Zierelement, hier mit dem Ambiente-Lichtern mit tausenden Farben, hier die Lüftungsdüsen. Hier oben neu eine Lüftungsdüse, die dann das Infotainment einfasst hier vorne. Ja, aber jetzt fangen wir mal an, Schritt für Schritt. Erstmal die Sitze. Pulsstoff, der ist aus recycelten, ich glaube, Plastikfasern teilweise gewonnen. Sehr robuster Stoff hier, sehr schön mit glattem Leder, außen S-Prägung, im Nacken Sportsitze mit integrierter Kopfstütze, die geben tollen Seitenhalt, sind bequem. Die Sitze, die kann man echt nur empfehlen. Und wenn man dann vielleicht einfach mal guckt, was macht Audi aus, dann sieht man hier der dunkle Himmel toll verarbeitet. Bei anderen Herstellern ist es meistens oder oft auch in der Klasse dann so ein bisschen so ein Eierschalendeckel. Aber das ist hier viel besser. Und dann sieht man das Lenkrad hier. S-Lenkrad, natürlich. Und das hat toll perforiertes Leder in den Griffflächen, oben glattes. Es gibt, glaube ich, unten noch ein abgeflachtes Audi Sportlenkrad. Tolles Lenkrad, wirklich, das machen die Ingolstädter toll. Hier ist ein Gangwahlhebel für den Abstandsregeltempomat, unter anderem hier unten. Und dann spricht man hier über das digitale Kombi. Serienmäßig 10,1, optional 12,3. Was kann man machen hier? Über View die Tupen groß, klein machen, verstellen. Man kann hier die Navikarte in die Mitte, das Radio in die Mitte, den Bordcomputer, sehr gut. Da bräuchte man eigentlich das Head-Up-Display da oben gar nicht, aber es ist toll. Hier ist eine Sprachsteuerung. Dieses System ist jetzt mit dem MIB3, dem modularen Infotainment-Baukasten 3 verbunden, nicht Man in Black. Man kann jetzt mit dem sprechen, sagen, hey, Audi, mir ist warm, dann macht es die Klimatisierung kühl, mir ist kalt, dann macht es warm. Man kann sagen, ich will chinesisch essen, dann führt es einen dahin. Kann ich jetzt leider nicht vorführen, aber das funktioniert, habe ich euch beim Golf zum Beispiel gezeigt. Tolles System, was euch immer noch interessiert. Lenkrad, wie verstellbar ist es? Sehr verstellbar, sehr schick der Innenraum. Und dann die zweite große Sache hier drin ist natürlich der MIB hier. Ja, ist auch ein 10,25 Zoll großes Touchsystem. Wir haben keinen Drehregler mehr hier in der Mittelkonsole, was irgendwie schade ist, aber irgendwie halt auch zeitgemäßer jetzt so. Und was macht dieses System aus? Audi zeigt immer, die Kacheln hier kann man verschieben, in die Seite reinziehen, ganz flexibles System, toll. Wir haben aber im Vergleich zum großen MIB beim A8 zum Beispiel nur eine Fläche und die kleine dann für die Steuerung der Klima mit kleinem digitalen Anzeige, die in der Kompaktklasse auch reicht. Und jetzt spielen wir es mal durch. Erstmal hier der Home-Bildschirm, das heißt, hier können wir die wichtigsten Dinge hinmachen, hier mit einer Shortwall-List, Fahrzeug. Und dann sehen wir Audi Drive Select hier, Efficiency, Komfort, Auto Dynamics sind die Fahrmodi verbunden mit der adaptiven Dämpfung hier. Antrieb, Fahrwerk, Lenkung können wir dann von ausgewogen, effizient hin zu sportlich verstellen. Wir haben einen Effizienzassistent, prädiktive Hinweise gibt es hier auch, Sparhinweise. Die Klimatisierung kann man hier dann nochmal sich anzeigen. Licht- und Sichtpaket sieht man dann, die Ambientebeleuchtung zum Beispiel, wie viele tausende Farben es hier drin gibt, das ist schon echt beeindruckend und schick, würde ich sagen. Fahrassistenz ist ein großes Thema. Tempowarnung, Ampelinformation. Ingolstadt hat Ampeln, die digital vernetzt sind. Da weiß das Auto vorher, wann die rot ist und kann einem dann sagen, die wird jetzt rot sein, bremst oder die nicht. Oder ist ein Umleiten interessant. Schwarmintelligenz, Car2X, großes Thema. Adaptiver Fahrassistent, Abstandswarnung, Spurverlassenswarnung. Audi Breeze Sense ist so ein City-Notbremsassistent, strafft dann die Bremsen vor. Ausstiegswarnung, Notfallassistent, Pauseempfehlung. Ganz im Ernst, Audi, die Assistenten, die hier in der Kompaktklasse drin sind, toll, würde ich sagen. Ja, Navigation haben wir dann hier die Karte. Ihr kennt dieses System, Medien, Telefon, Apple CarPlay, Android Auto verbindbar, Apps. Dieses System ist online, Wetter kann man sich hier auch anzeigen lassen. Und hier eben die Shortwall-List. Und dann ist nett, guck mal hier, wir haben jetzt keinen Drehregler für lauter leise, aber hier so ein System, wo wir einfach nur auf der Fläche touchen müssen. Sehr nett, nice, würde ich sagen.
Hier unten ist eine induktive Ladefläche mit USB, USB-C-Stecker. Auch gut, dass es beides gibt, weil eigentlich hat man immer genau das da, was man nicht braucht. Handy hier kann man induktiv laden, sehr, sehr nett. Und dann ist hier Shift-by-Wire. Bedeutet, es gibt keine mechanische Verbindung von diesem Gangwahlhebel zum Getriebe, sondern eine elektronische. Kann man dann ganz schnell halt in alle Richtungen schalten. Sehr gut, der Drive-Select-Schalter ist hier. Hier ist dann die Sitzheizung. Hier sind dann nochmal so Short-Wahl-Knöpfe. Und ich würde sagen, dieser Innenraum, der beeindruckt mich in der Kompaktklasse. Das kann ich jetzt einfach mal so sagen. Aber was ich jetzt machen wollte, ist natürlich ein bisschen ballern, fahren. Ja, jetzt kommen wir zu meiner Lieblingssequenz in den Reviews, nämlich dem Fahren. Hier ist er, der Schlüssel, und jetzt geht's los. Auto geht hier an. Und was ich euch natürlich noch zeigen muss, ist die Rückfahrkamera. Quick-Shift-System hier, Shift-by-Wire, mega gut. Und da hat man natürlich hier eine sehr klare Rückfahrkamera. Was will man mehr bei anderen Herstellern, ist das manchmal unklarer. Und wenn ihr jetzt seht, einfach hier zurückziehen, das geht sehr schnell. Die Pedal am Lenkrad sind auch schön. Ja, und jetzt fahren wir mal hier auf die öffentliche Straße. Ich bremse einfach mal runter hier an der Ampel. Und jetzt beschleunigen wir mal durch. Ne? Die 360 Newtonmeter in dem 2 Liter Vierzylinder Motor sollten eigentlich in 8,4 Sekunden auf 100 gehen. Ja, ganz auf 100 schaffen wir es nicht, aber das ist natürlich ein sehr guter Beschleunigungswert, kein Stempeln vorne rein, sehr gut abgestimmt. Wir haben hier jetzt nicht die 6-Gang-Handschaltung drin, sondern das 7-Gang-DSG, das ist auch sehr rund, selten verwirrt. Gefällt mir schon gut, und wenn man jetzt hier losfährt, sieht man, das ist leicht zum Fahrer geneigt hier, dieses Infotainment-System, was gut ist, was sich gut anfühlt. Wir haben hier das digitale Kombi, es liegt gut im Sichtfeld. Wir haben das Head-Up-Display, was gut im Sichtfeld liegt. Das Auto liegt toll in der Kurve. Sehr rund abgestimmt hier übrigens. Ich vermisse kein Allrad in der Klasse, ehrlich gesagt. Und mit dem Pedalen am Lenkrad können wir auch richtig gut arbeiten. 3,7 bis 3,9 Liter ist im Normverbrauch angegeben. Und ich bin erstmal sehr angetan von dem Drehmoment, von der Leistungsentfaltung von dem Auto und gleichzeitig von dem guten Verbrauch. Und wir haben wirklich 4,6 Liter hier auf der Uhr gehabt in der Stadt. Und ich bin sicher, dass man das Auto auch mit 4,2 fahren kann. Wenn man allerdings schnell fährt oder so, kann man wahrscheinlich auch 5 brauchen, was ich ganz gut finde. Ja, und dann ist natürlich nett hier einfach an dem Diesel, dass wir einfach eine ganze Menge Drehmoment haben, wenn wir sie wollen. Und dann ist jetzt hier interessant, wir sind an der Ampel und da seht ihr schon, die scheint digitalisiert zu werden. Und das Auto hat so ein Pre-Sense-System, das heißt, wenn eine Ampel kommt, gibt es so einen kleinen Druck am Gaspedal, heißt, wir müssen runter vom Gas, kommt eine Ampel, können wir ausrollen lassen. Sehr praktisch. Der Motor dreht auch schön hoch, sehr kultiviert, Quick-Shift-System sehr gut. Und bei den Assistenten, ich mache sie euch jetzt einfach mal rein hier, haben wir natürlich echt auch eine ganze Menge. Wenn man dann hier guckt, prädiktiver Assistent, Fahrassistenzpaket, hier ist es Ampelinformation, Abstandsregeltempomat, Spurhalteassistent, Audi Breeze-Sense, Ausstiegswarnung, Notfallassistent. Wir haben also alles hier drin, um teilautonom Level 2 unterwegs zu sein. Wenn ihr mich jetzt fragt, kann man mit dem Auto sportlich, dynamisch unterwegs sein? Ja, kann man. Ich fahre jetzt hier mal schnell an die Kurve und da seht ihr, oh, der klebt gut, der ist gut abgestimmt. Das macht Audi schon richtig gut. Der wird auch 224 km/h auf der Autobahn schnell. Das ist für mich ein sehr gutes Auto irgendwie für die Langstrecke, weil er halt nicht so viel braucht, weil er gut in der Stadt ist, weil er flach ist. Und da würde ich sagen, hey, das ist ein Konzept hier zum Fahren, was mir deutlich taugt. Schön ist auch die Spreizung dann aus Komfortmodus, da schalte ich mal rein. Was haben wir? Ein angenehmeres, indirekteres Lenkgefühl, eine weichere Federung, ja, angenehmere Schaltzeiten, zurückhalten. Aber dann gibt es auch noch den Dynamic-Modus, drückt man dann aufs Gas. Ja, dann ist er näher am Gas, die Lenkung ist direkter und die Federung ist härter. Große Frage bei euch ist jetzt natürlich, welcher Motor ist der richtige für mich? Ich bin ein Riesenfan von einem Diesel bei so einem Auto, wenn man viel fährt, finde ich sehr gut. Wenn ihr einfach wenig fährt, nimmt den Einstiegsbenziner mit 3 Zylinder. Wollt ihr mehr Spaß haben, ist aktuell der 35 TFSI eure Wahl. Und dann ist vielleicht auch noch die Frage, welches Fahrwerk?
Ich würde das Adaptive nehmen, weil es einfach sehr viel Spaß macht, kostet ein bisschen was. Wenn ihr sowieso immer nur sportlich fahrt, nehmt ihr das Stahl-Sportfahrwerk. Ja, und wenn ihr einfach hier faul seid, drückt ihr auf Auto und dann seid ihr einfach ganz bequem unterwegs, müsst nicht viel nachdenken mit Pedal am Lenkrad. Dieses Auto ist eine echt nette Allzweckwaffe, würde ich sagen. Aber im Fahrgefühl auch sehr vergleichbar tatsächlich mit den anderen VW-Konzernprodukten, auch wenn sich das hier alles ein bisschen komfortabler, erhabener, luxuriöser anfühlt. Aber das muss es auch, weil ist ja eins Audi, oder? Ich bin auf jeden Fall gespannt auf RS-Modell hiervon. Was ich jetzt mache, ist zurückzufahren auf die Plaza und euch ein Fazit zeichnen. Ja, da seid ihr ja schon. Überraschung. Euch interessiert bestimmt, ja, was ist denn meine Meinung zum Auto? Was kostet? Ich bin sicher, deshalb seid ihr so lange dran geblieben. Danke erstmal dafür. Ja, und jetzt war ich beim Golf 8. Wir waren angetan von diesem Auto. Es hat uns sehr gut gefallen, sehr modern. Schaut euch das Review gerne mal an auf unserem Kanal. Meine Freundin hatte ein S3 geleast. Fan davon war sie. Ja. Und da haben wir uns gefragt, ja, wie wollen die Bayern, die Ingolstädter, der Premium-Hersteller das jetzt schaffen, da noch einen Abstand hinzubekommen, ihren A3 besser zu machen als den Golf und den alten A3? Ja, ganz einfach, das haben sie hier gemacht. Performt haben sie Michael Jordan-mäßig mal wieder. Und das war ja relativ einfach, denn was haben sie gemacht? Die Optik ist eine Evolution, keine Revolution, die ist klasse, sportlich. Die gefällt mir. Der Innenraum ist jetzt edgy, kantig, modern, konnektiv, digitales Kombi, digitales Infotainment, sehr gut, viel Platz vorne, hinten im Kofferraum, flexibel. Und wir haben jetzt ein ähnlich umfangreiches Motorenangebot wie beim Golf 8. Was will man dazu sagen? Ne? Benziner, Diesel, Hybride, Mildhybride, Plug-in-Hybride, das soll dann alles noch im Laufe der Zeit kommen. Und dann ist es vielleicht für mich auch an der Zeit, auch mal zu kritisieren. Erstmal, ihr Ingolstädter, eure Nomenklatur der Motoren, damit komme ich einfach nicht klar. Und warum gibt es die Mildhybridisierung noch nicht mit dem 1,5 T FSI-Benziner? Naja. Zweiter großer Kritikpunkt ist natürlich der Preis. Aber das ist bei Premium-Produkten ja immer so. Jetzt kommen da draußen manche sagen, das iPhone ist aber immer zu teuer. Ihr kauft es ja trotzdem, weil ihr es halt wollt. Ne? Ja, im Einstieg beginnt dieses Auto bei 26.800 € für den 1 Liter Dreizylinder Benziner mit 110 PS. Ja, aber den gibt es dann erst irgendwann 2020. Aktuell ist der 35 TFSI ein 1,5 Liter Motor mit 150 PS und der beginnt bei 28.900 €. Aber so wie er hier steht, ja, als S-Line mit DSG, als 35 TDI, 150 PS Diesel, beginnt er bei 36.410 €. Mit den Extras da drin, mit dem adaptiven Fahrwerk, dem MMI-Navi da drin, mit den Matrix-LED-Leuchten landen wir bei 47.000 € etwa, ich habe es durchkonfiguriert und das ist echt verrückt viel. Aber was mir aufgefallen ist in letzter Zeit ist, ich spreche immer über den Bruttolistenpreis, der ist relevant, stimmt. Aber die meisten von euch sagen, Jan, sprech doch mal über Leasing, weil wir wollen dieses Auto leasen, gar nicht kaufen. Ja. Und dann haben wir geguckt, was gibt es denn da so? Und das ist eine Vergleichsplattform, die auch Vergleichsplattform vergleicht und selbst gute Leasingangebote hat und vergleicht. Da haben wir sehr gute Angebote gefunden, mit denen arbeiten wir jetzt ein bisschen zusammen. Und das ist GoLeasy, schaut da gern mal vorbei, die haben richtig knackige Angebote. Ja, ich selbst bin auch schon fast in Verlegenheit, da mir was rauszusuchen. Ja. Wenn ihr das Auto halt leasen wollt, könnt ihr das machen, müsst aber nicht. Ihr findet in der Beschreibung bei uns dann drunten, wo ihr die findet. Ihr könnt das Auto da, glaube ich, auch konfigurieren. Schaut einfach mal durch. Ich bin übrigens der Jan von www.derautotester.de, eurem Autotester des Vertrauens. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook, YouTube. Habt ihr uns gefunden, abonniert das, macht die Glocke an, macht mich und euch glücklich. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen hier von der Plaza mit dem A3 aus Ingolstadt und bis bald.